Vor Politikern zu reden ist vor allem deshalb schwierig, weil der Beruf des Politikers so schwierig ist. Der Politikerin und des Politikers, um es korrekt zu sagen. Ich habe das Glück gehabt, den Sekretär von Robert Schuman kennenzulernen. Beide schon gestorben, Robert Schuman schon lange und sein Sekretär inzwischen auch. Und ich habe ihn einmal gefragt, wie hat Robert Schuman das gemacht, als Christ Politiker zu sein? Und die Antwort war, und ich habe sie inzwischen schon oft wiederholt, also ich entschuldige mich bei allen, die das schon gehört haben. Er hat gesagt, Robert Schuman hat gesagt, erstens, dedramatisieren. Zweitens, Humor bewahren. Und drittens, die Schläge, die man bekommt, nicht zu erwidern. Wolfgang Schüssel hat mir auf diese Reminiszenz geantwortet, das dritte ist sicher das Schwierigste. Ich beginne, ich möchte diese drei Worte zuerst einmal säkular betrachten und dann aus einer Glaubensperspektive. Das alles in 10 Minuten. Dedramatisieren. Ich empfehle sehr, Geschichte zu studieren. Lernen Sie Geschichte, hat ein berühmter österreichischer Bundeskanzler gesagt, einem Journalisten. Lernen Sie Geschichte. Natürlich leben wir in ständigen Dramen und es sind echte Dramen, was sich im Sudan abspielt, über den man kaum redet, ist eine der größten humanitären Katastrophen der Neuzeit, sagt die UNO zu Recht. Ukraine und Nahostkrieg, um nur 2 weitere Beispiele zu nennen. Dedramatisieren heißt nicht verharmlosen, sondern heißt das in eine größere Perspektive stellen. Warum kommt es zu diesen Konflikten? Was sind die Ursachen? Genauer hinzuschauen. Und vor allem vermeiden, Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Denn die Dinge sind komplex. Ein anderer Bundeskanzler hat einen berühmten Spruch gesagt, es ist halt sehr kompliziert. Und das ist es wirklich. Dedramatisieren ist nicht verharmlosen, sondern eine langfristigere Perspektive zu haben, tiefen Dimensionen der Situationen zu betrachten. Humor bewahren in säkularer Perspektive. Nun, ich weiß nicht, wie viel im Parlament gelacht wird. Es wäre gut, wenn man gemeinsam gelegentlich lachen könnte im Parlament. Humor hat etwas ganz Wesentliches für die menschliche Psyche. Es hilft, sich nicht selber zu ernst zu nehmen. Die eigene Wichtigkeit ein bisschen zurückzustutzen. Und schließlich Schläge, die man bekommt, nicht zu erwidern. Auch das ist in säkularer Perspektive eine sehr vernünftige Strategie, denn das Zurückschlagen perpetuiert die Konflikte. Und insofern ist das eine sehr vernünftige Strategie, die wir in Österreich Gott sei Dank lange praktiziert haben und nie verlieren dürfen, dass man sich an den Tisch setzt. Ich denke an die Sozialpartnerschaft, dass man das miteinander ausredet. Das setzt voraus natürlich, dass man gesprächsfähig bleibt. Ich möchte diese 3 Worte aber auch in einer Glaubensperspektive betrachten. Dedramatisieren.
in Glaubensperspektive ist das Drama der Weltgeschichte nicht nur menschengemacht. Es ist das große Drama zwischen Gott und den Menschen. Es ist das Drama, das uns in der Bibel auf jeder Seite begegnet. Es gibt keine schlimmere Kritik als des Gottesvolkes als durch die Propheten und gleichzeitig immer in der Perspektive, aber Gott ist da. Gott verlässt uns nicht. Dedramatisieren heißt zum Beispiel die Vision des Propheten Daniel herzunehmen. Ich habe sie oft zitiert in Gesprächen über die heutige Weltpolitik. Was macht der Prophet Daniel? Er lässt die Reiche eines nach dem anderen in dem Koloss symbolisiert sein, der einen eisernen und einen tönernen Fuß hat. Und das sind dann die Assyrer, die Babylonier, die Perser und schließlich die Griechen. Die Römer hat er noch nicht gekannt, das ist dasselbe Café gewesen. Und er sieht, wie plötzlich ein Stein sich vom Berg löst, ohne Menschenhand, und herunterrollt und den Koloss zertrümmert, weil das tönerne Bein leicht zu zerschmettern war und der ganze Koloss bricht zusammen. Das ist die Erfahrung Israels, die Erfahrung des Gottesvolkes durch die Jahrhunderte. Ein kleines Volk, das eingeklemmt ist zwischen den Großreichen und die Hinfälligkeit der Macht am eigenen Leib erfahren hat und die Treue Gottes durch die Geschichte erfahren hat. Also, dedramatisieren in der Perspektive des Glaubens heißt nicht vergessen, der Herr der Geschichte ist Gott. Und wir sind in diese Geschichte hineingenommen und dürfen in dieser Geschichte mitwirken. Das zweite, Humor bewahren. Ich weiß nicht, ob Jesus humorvoll war. Es gibt Studien darüber, die versuchen auch in den Gleichnissen Jesu humorvolle Seiten zu zeichnen. Und das gelingt auch. Manchmal hat man den Eindruck, Jesus ist ironisch. Ja. Humor und Ironie gehen zusammen, wenn sie nicht auf Kosten der anderen sind. Humor bewahren heißt, sich selber als Geschöpf, als Sünder, als bemühter Mensch zu sehen und die anderen ebenso zu sehen. Und schließlich das dritte, die Schläge, die man empfängt, nicht zu erwidern. Da möchte ich eine Erinnerung an das Parlament herausholen. Im Jahr 2016 hat die damalige Parlamentspräsidentin, Frau Bures, zusammen mit allen Verantwortlichen diesen Staatsakt veranlasst, bei dem 300 Missbrauchsopfer eingeladen waren im Parlament, im historischen Sitzungssaal. Und dort haben Politiker gesprochen und ich sollte das Schlusswort, das letzte Wort haben. Es war große Unruhe im Saal, vor allem wie meine Rede kommen sollte. Und jemand Verantwortlicher vom Parlament ist zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Kardinal, Sie müssen nicht reden, wenn Sie nicht wollen. Ja. Es war wirklich, es hat gekocht in dem Saal. Ja. 300 Betroffene von Missbrauch. Ich habe gesagt, nein, ich werde reden und habe mich hingestellt, habe mein Manuskript auf die Seite gelegt und habe die Menschen angesprochen. Ich habe gesagt, ich komme von einer Institution, durch die viele von Ihnen schweres Leid erfahren haben. Hier stehe ich und bitte Sie um Vergebung. Und
habe dann darüber gesprochen, dass die Würde des Menschen noch so sehr verletzt werden kann, aber niemand kann dem Menschen seine persönliche Würde nehmen. Am Schluss hat es doch großen Applaus gegeben, auch von den Betroffenen. Und die Lektion daraus für mich ist das Wort Jesu: die Wahrheit wird euch frei machen. Dieses Wort Jesu, die Wahrheit wird euch frei machen, ist kein Freibrief für Willkürlichkeit, sondern der ehrliche Umgang mit der Wahrheit untereinander. Jetzt wäre es natürlich angebracht, dass ich mit etwas humorvollen ende. Das Humorvolle kann eigentlich nur sagen, die Rede ist beendet.